Norwegen hat nur 5 Millionen Einwohner, aber die Infrastruktur ist einfach gigantisch, sag ich euch. Wenn ihr vor einem Kindergarten steht, dann habt ihr das Gefühl, ihr steht vor einem Universitätsgebäude. So modern sind hier die Bildungseinrichtungen. Diesen und noch weitere 5 Punkte, warum auch du darüber nachdenken solltest, nach Norwegen auszuwandern, werde ich heute in diesem Video mit dir thematisieren. Und das erste ist die Infrastruktur und insbesondere auch die Bildungsinfrastruktur. In Norwegen ist die Bildung grundsätzlich kostenlos, genauso wie in Deutschland, aber die Qualität ist nochmal eine ganz andere. Ein Teil des norwegischen Erdölförderprojekts gehört dem Staat und dieses Geld, was er damit einnimmt, investiert er unter anderem in die Bildung und in weitere Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel Straßen, Tunnel und eben den Ausbau dieser Infrastruktur, damit jeder gut erreichbar ist und jeder gut gebildet sein kann. Das ist etwas, das macht Norwegen wirklich lebenswert. Ein weiterer Punkt, warum auch du darüber nachdenken solltest, nach Norwegen auszuwandern, ist, dass die Sprache für Deutsche relativ einfach zu lernen ist. Das ist ja bei einigen anderen Lieblingsauswanderdestinationen der Deutschen anders, aber die norwegische Sprache ist der deutschen Sprache gar nicht so unähnlich und viele Vokabeln sind relativ gleich oder artverwandt und dadurch ist es relativ einfach, diese Sprache auch schnell zu lernen und so Anschluss zu finden. Ein weiterer Punkt, warum du darüber nachdenken solltest, nach Norwegen auszuwandern, ist, dass du hier vermutlich dazu angehalten wirst, gesünder zu leben. Warum? Na, das eine ist natürlich, du hast nicht so einen guten Zugang zu Alkohol. Warum sollte man hier einen gesünderen Lebensstil führen? Ist der vermutlich verminderte Alkoholkonsum. Erstmal gibt es hier nicht die große Auswahl wie in Deutschland verschiedener Alkoholiker. Es gibt eben nur ein einziges Geschäft und das ist das Vinmonopolet. Bier bekommst du auch im Supermarkt, aber eben nicht mehr abends. Das heißt einfach mal abends nochmal, ach, ich habe nochmal Lust auf ein Bier und ich fahre mal zum Supermarkt und hole mir eins. Nein, das geht nicht. Abends bekommst du hier kein Bier mehr. Und dann trinkst du natürlich auch weniger Bier. So ist die Logik. Dann bist du natürlich auch viel draußen an der frischen Luft unterwegs und genießt die atemberaubende Natur. Vielleicht gehst du auch wie wir gerne fischen und angeln. Tüchtigst dich so an der frischen Luft körperlich und kannst so eben auch einen gesunden und glücklichen Lebensstil führen. Und was man eben auch nicht vergessen kann, ist, dass auch Stress sehr krank machen kann. Und hier in Norwegen sind die Menschen insgesamt einfach gelassener, die Arbeitsmoral ist gelassener und das führt auch eben zu einem etwas stressfreieren Lebensstil. Zum Beispiel habe ich festgestellt, wenn ich morgens in den Kindergarten fahre, dann stehe ich von montags bis donnerstags oft ein paar Minuten im Stau, am Freitag aber nicht. Wo sind die ganzen Arbeitnehmer? Machen die vielleicht Homeoffice oder haben die freitags frei? Auf jeden Fall sieht man daran, dass der Lebensstil hier ein wenig gelassener ist. Was auch zur Gelassenheit beiträgt, ist der nächste Punkt. Du solltest natürlich auch irgendwie ausgebildet sein, wenn du nach Norwegen kommst, um hier einem Beruf nachzugehen. Aber du kannst hier in vielen Berufen mehr Geld verdienen, als du es in Deutschland tust. Wenn du zum Beispiel Friseurin bist oder du hast einen Handwerksberuf gelernt, dann hast du hier sehr, sehr gute Chancen, richtig gutes Geld zu verdienen und einen hohen Lebensstandard damit aufzubauen. Das hängt aber ganz stark von deiner Ausbildung und deinem Beruf ab. Und, jetzt kommt die Überraschung, es ist nicht so, dass je höher du ausgebildet bist, desto mehr Geld verdienst du. Nein, es ist genau umgekehrt. Im Verhältnis ist es nämlich so, dass je bodenständiger dein Beruf ist, desto besser ist im Vergleich zu anderen Ländern deine Lebensqualität hier. Also wenn du zum Beispiel den Beruf der Friseurin gelernt hast, dann kannst du hier mit diesem Beruf einen wirklich guten Lebensstandard erreichen. Oder wenn du zum Beispiel Handwerker bist, die werden hier dringend gesucht und damit kannst du auch einen sehr, sehr hohen Lebensstandard hier erreichen. Du kannst zum Beispiel auch mit einem ganz normalen Job an der Supermarktkasse, kannst du hier gut leben. Und das ist in Deutschland definitiv anders. Anders sieht es hier in Norwegen allerdings aus, wenn du eine akademische Ausbildung hast. Da verdienst du nicht unbedingt mehr als in Deutschland. Das liegt zum einen an den hohen Steuerabgaben und daran, dass einfach das Einkommensniveau hier in Norwegen zwischen den unterschiedlichen Berufsarten nicht so stark unterschiedlich ist.
Also ein Anwalt verdient vielleicht gerade mal 1.000 Euro mehr als eine Friseurin. Denn ich sage, draußen auf der Terrasse oder in seinem Wohnzimmer und die Sonne scheint einem um 23 Uhr ins Gesicht, als wäre es 12 Uhr mittags, und das macht einen einfach so produktiv, es macht einen einfach so glücklich und man sitzt mit seinen Bekannten, mit seinen Freunden, mit seiner Familie zusammen und unterhält sich noch lange, und es ist so was Schönes, wenn die Sonne einfach so lange scheint, und zwar richtig scheint. Es ist nicht einfach nur hell, sondern die Sonne scheint dir einfach mitten in der Nacht ins Gesicht, als wäre es mitten am Tag. Und deswegen liebe ich einfach diesen norwegischen Sommer. Natürlich der letzte Punkt, wie könnte ich den vergessen? Die Natur in Norwegen ist einfach atemberaubend. Es gibt hier einfach so viel zu tun. Die Natur ist überall, und egal wo du wohnst, du musst einfach nur einen Schritt aus dem Haus tun, im Prinzip, und bist einfach schon mitten in der Natur. Und das ist ein Gefühl von Freiheit, das sich da in einem ausbreitet. Und es gibt in Norwegen wirklich richtig viel zu sehen. Norwegen ist zum Beispiel Heimat der 6 größten Wasserfälle Europas. Der höchste Wasserfall Norwegens ist der Vinnufossen und er ist 700 Meter tief. Es gibt insgesamt 400.000 Seen in Norwegen. Und dazu gehört auch der tiefste See in Europa. Er ist etwa 460 Meter tief. Norwegen ist natürlich berühmt für seine norwegischen Fjorde, aber 2/3 des Landes machen Berge aus. Und die Passagen, die man dann über die Berge fahren kann, und man kann wirklich im Sommer kann man durch Norwegen fahren, und dann hast du auf der einen Seite hast du das Meer, den Wald, dann fährst du ein bisschen raus und dann bist du plötzlich im Schnee, und du hast einfach so eine wunderbare Vielfalt der Natur, das ist vielen nicht bewusst. Und natürlich, wenn du in den Norden fährst und du bist nicht im Sommer unterwegs, sondern im Winter, dann hast du noch die Möglichkeit, die Nordlichter zu sehen, Aurea Borealis. Das noch nicht überzeugt hat, nach Norwegen auszuwandern, dann empfehle ich dir, meinem Kanal zu folgen und noch weitere Informationen rund um Norwegen abzugreifen. Also bis zum nächsten Mal.